Das ungelöste Rätsel der Geschichte, warum es so schwer ist, die Reichen zu besteuern. Die Ära, in der wir leben, ist einer der ungerechtesten und extremsten wirtschaftlichen Abschnitte der modernen Geschichte. Wenn man sich umbaut, ist es offensichtlich. Der Reichtum einer Handvoll Menschen ist größer als das jährliche Bruttoinlandsprodukt, BIP, ganzer Nationen. Von außen betrachtet scheint die Lösung daher denkbar simpel zu sein. Besteuern wir einfach die Reichen und die Sache ist erledigt. Doch die Realität sieht ganz anders aus. Dahinter verbirgt sich eine unbequeme Wahrheit, die uns allen zu schaffen macht. Die Geschichte wiederholt sich. Je größer ein Vermögen wird, desto unmöglicher wird es, dieses zu besteuern. Seit Jahrtausenden versuchen Regierungen, diese gigantischen Summen irgendwie zu fassen, doch seit Jahrtausenden gelingt es den Eliten an der Spitze, ihr Geld lautlos dorthin zu verschieben, wo das Auge des Steuersystems es nicht sieht und die Hand des Gesetzes es nicht erreicht. Die Namen ändern sich, Gesetze werden neu geschrieben, aber die riesigen Vermögen wachsen unaufhaltsam weiter. Wenn wir verstehen wollen, warum die Besteuerung der Reichen heute ein solcher gordischer Knoten ist, müssen wir zunächst eine schmerzhafte Wahrheit akzeptieren. Das ist keine Erfindung unserer Zeit. Dies ist eine sehr, sehr alte Geschichte. Eines der ersten großen Beispiele dafür finden wir im Römischen Reich. Rom hatte eines der am besten funktionierenden und fortschrittlichsten Steuersysteme der antiken Welt aufgebaut. Und das aus gutem Grund, um die Armeen zu ernähren, die berühmten Straßen zu bauen, monumentale Bauwerke zu errichten und ein riesiges Territorium von Britannien bis zum Nahen Osten zu verwalten, brauchten sie Unmengen an Geld. Steuern gab es also überall, wo man atmete. Gewerbesteuern, Grundsteuern, Zölle, Tribute aus eroberten Gebieten. Doch wenn man einen Blick hinter die Kulissen warf, zeigte sich ein bizarres Bild. Die römische Elite, also die Senatoren und die größten Großgrundbesitzer, zahlte tatsächlich weit weniger Steuern, als sie eigentlich hergeben musste. Warum? Weil ihr Wohlstand nicht wie heute aus einem Gehalt bestand, das auf ein Bankkonto überwiesen wurde. Ihr Geld steckte in Grund und Boden, in riesigen Plantagen, in der landwirtschaftlichen Produktion und vor allem in politischer Einflussnahme. Diese politische Macht öffnete jede Tür, denn die Männer, die die Steuergesetze schrieben, waren genau jene, die auf den größten Vermögen saßen. Infolgedessen gestalteten die Eliten das System so, dass ihr eigener Reichtum unangetastet blieb. Die gesamte Steuerlast wurde auf die Bevölkerung in den Provinzen, auf Kleinunternehmer und einfache Bürger abgewälzt. Der römische Staat sammelte zwar Unmengen an Steuern ein, rührte den eigentlichen Geldpool jedoch gar nicht an. Genau hier entstand jenes klassische Muster, das wir im Laufe der Geschichte noch hunderte Male sehen sollten. Sobald ein Vermögen so groß wird, dass es die Regeln verändern kann, die es eigentlich kontrollieren sollten, beginnt es, diese Regeln zu den eigenen Gunsten umzuschreiben. Die Not der Könige, das Privileg des Adels. Springen wir von hier aus etwa 1000 Jahre vorwärts in das europäische Mittelalter. Die Geschichte ist fast identisch. Die Könige stecken ständig in der Klemme und brauchen dringend Geld. Kriege sind teuer, der Bau prachtvoller Burgen sowie die Finanzierung von Armeen und des Hoflebens verschlingen gigantische Summen. Doch den Königen sind die Hände gebunden, da sie die reichsten Männer ihres Reiches einfach nicht besteuern können. Warum? Weil Reichtum zu jener Zeit Landbesitz und feudale Privilegien bedeutete. Die Adligen hatten riesige Ländereien besetzt, trieben Abgaben von den Bauern ein, unterhielten eigene Privatarmeen und setzten auf ihrem Territorium quasi ihre eigenen Gesetze durch. Die Macht vieler Adliger war mit der des Königs vergleichbar. Macht bedeutete Immunität. Diese Adligen zahlten keine Steuern, sie boten dem König lediglich an: Ich leiste Militärdienst und stehe hinter dir, und waren damit aus dem Schneider. Was sollte ein König also tun, wenn er Geld brauchte? Er musste sich zwangsläufig anderweitig umsehen. Er besteuerte den Handel, die Kaufleute, die Städte und den täglichen Konsum der einfachen Menschen. Kurz gesagt, er holte sich das Geld dort, wo es am leichtesten zu greifen war. Die eigentlichen Mammutvermögen blieben hinter politischen Schutzschilden und rechtlichen Privilegien bestens geschützt. In der frühen Neuzeit lief dieses Prinzip völlig aus dem Ruder. Das explosivste und berühmteste Beispiel dafür ist das Frankreich des 18. Jahrhunderts. Kurz vor der Französischen Revolution stand das Königreich praktisch vor dem Bankrott. Durch jahrelange Kriege, die luxuriösen Ausgaben des Hofes und ein marodes System war der Staat hoch verschuldet. Schnelles Bargeld musste her. Doch es gab eine tragische Hürde. Der Adel und die Kirche, die beiden reichsten und mächtigsten Gruppen der französischen Gesellschaft, waren von den meisten staatlichen Steuern komplett befreit.
Auf wessen Schultern lastete also die Steuerlast? Auf dem dritten Stand, bestehend aus Bauern, Handwerkern, kleinen Ladenbesitzern und Kaufleuten, also auf den politisch machtlosesten Menschen, die kaum eine Stimme hatten. Diese Ungerechtigkeit nahm solche Ausmaße an, dass Frankreich gegen Ende der 1700er Jahre frontal gegen die Wand fuhr. Der Staat war insolvent. Jeder Versuch, das System ein wenig zu reformieren und auch die Eliten zu besteuern, prallte an der Mauer der Reichen ab und scheiterte. Im Geschichtsunterricht wird oft erzählt, dass die Französische Revolution mit Brotunruhen und Straßenprotesten begann, was auch stimmt. Doch hinter dieser Fassade steckte ein weitaus stillerer, struktureller Verfall. Die Unfähigkeit des Staates, auf den Reichtum zuzugreifen, der ihn eigentlich hätte tragen müssen. Und wenn sich diese Kluft erst einmal so weit öffnet, beginnen Gesellschaften zu zerbrechen. Reichtum auf dem Papier, buy, borrow, die. Kommen wir nun zum entscheidenden Punkt. Die Besteuerung war in der antiken Welt oder im Mittelalter schwierig, ja, aber in der heutigen Welt ist das Ganze zu einem noch viel größeren Verwirrspiel geworden. Wenn wir oberflächlich hinschauen, denken wir, das System hätte sich geändert. Heute haben wir keine Großgrundbesitzer, Feudalherren oder Herzöge mehr. Die moderne Wirtschaft basiert auf Unternehmen, Börsen und riesigen Finanznetzwerken. Jetzt, wo wir alles messen können, müsste die Besteuerung doch viel einfacher sein, sollte man meinen. Doch weit gefehlt. Die Struktur des modernen Reichtums hat einen völlig neuen Trick hervorgebracht, der die Finanzämter alt aussehen lässt. Der Wohlstand von Milliardären existiert heute nicht als Einkommen, sondern als Vermögenswert, Asset. Der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen verändert das gesamte Spiel. Was verstehen wir Normalsterbliche unter Steuern? Man arbeitet, am Monatsende kommt das Gehalt und der Staat zieht die Steuer direkt ab, noch bevor das Geld auf dem Konto landet. Ein denkbar einfaches Prinzip. Aber Milliardäre generieren ihren Reichtum nicht über ein Gehalt. Ihr Wohlstand basiert auf Eigentum, auf Unternehmensanteilen, Aktienbeständen und Finanzanlagen, deren Wert im Laufe der Zeit exponentiell steigt. Genau an diesem Punkt blockiert das moderne Steuersystem. Denn wenn der Wert einer Aktie steigt, bedeutet das nicht automatisch, dass man Steuern zahlen muss. Um diese Steuer zu zahlen, muss man die Aktie erst einmal verkaufen. Solange man sie nicht verkauft, ist dieser Gewinn nur eine Zahl auf dem Papier. In der Wirtschaft nennen wir das einen nicht realisierten Gewinn, unrealized gain. Stellen wir uns das so vor. Ein Unternehmer gründet ein Startup aus dem Nichts und hält die Mehrheit der Anteile. Das Unternehmen wächst. Investoren geraten in Euphorie. Die Börse boomt und die Aktienkurse schießen in die Höhe. Der Gründer besitzt über Nacht auf dem Papier ein Milliardenvermögen. Doch solange er diese Aktien nicht verkauft, gibt es rechtlich gesehen keinen einzigen Cent Einkommen. Der Reichtum türmt sich wie ein Berg auf, aber das Steuersystem kann ihn nicht einmal berühren. Nun könnte man einwenden, irgendwann wird er sie schon verkaufen und seine Steuern brav zahlen. Manchmal tun sie das auch. Aber die moderne Finanzwelt hat den Reichen ein Schlupfloch geöffnet, das einen Verkauf völlig überflüssig macht. Aktien als Sicherheit zu hinterlegen, um Kredite aufzunehmen. Man stelle sich vor, man besitzt Börsenaktien im Wert von mehreren Milliarden $. Man möchte sie nicht verkaufen, denn ein Verkauf würde immense Kapitalertragssteuern nach sich ziehen und zudem den eigenen Einfluss im Unternehmen schmälern. Die Banken stehen bei solchen Kunden jedoch Schlange. Man hinterlegt die Aktien als Sicherheit bei der Bank und die Bank gewährt im Handumdrehen einen Kredit über Millionen von $, mit dem man sich entspannt zurücklehnen kann. Mit diesem Bargeld kauft man Luxusvillen, tätigt neue Investitionen und genießt das Leben. Da Kredite gesetzlich nicht als Einkommen gelten, zahlt man keinen einzigen Cent Steuern. Die Aktien bleiben unangetastet und steigen weiter im Wert, während das staatliche Finanzamt kein zu versteuerndes Einkommen weit und breit sieht. In der Finanzwelt hat diese Taktik einen sehr treffenden Namen. Buy, borrow, die. Kaufen, leihen, sterben. Vermögenswerte erwerben, auf deren Basis Kredite aufnehmen und davon leben, und nach dem Tod diese Vermögenswerte über Erbschaftswege, die die Steuerbemessungsgrundlage gegen Null laufen lassen, an die nächste Generation weitergeben. Die Situation des modernen Finanzamts gleicht dem Versuch, Wasser mit einem Sieb aus dem Meer zu schöpfen. Kann man die Zukunft kaufen? Das Beispiel: Amazon. Es gibt zudem die Dimension der Konzerne, die eine ganz eigene Welt für sich darstellt. Die gigantischen Vermögen an der Spitze liegen nicht nur in den Taschen von Einzelpersonen, sondern sind tief in Unternehmen verankert.
Und die Logik der Unternehmensbesteuerung macht die Sache noch kurioser. Wie wir wissen, zahlen Unternehmen ihre Steuern nicht auf ihren Umsatz oder ihre Marktmacht, sondern letztendlich auf den Gewinn, den sie erwirtschaften. Das ist prinzipiell logisch. Man muss einem Unternehmen erlauben, seine Ausgaben abzuziehen und in Wachstum zu investieren, damit Arbeitsplätze entstehen und die Wirtschaft angekurbelt wird. Für einen kleinen Ladenbesitzer oder ein neu gegründetes Unternehmen ist diese Regel überlebenswichtig. Wenn sich ein Unternehmen jedoch in ein gigantisches Monstrum verwandelt, beginnt diese Regel das System zu verbiegen. Erinnern wir uns zum Beispiel an die Anfangsjahre von Amazon. Das Unternehmen schien fast 20 Jahre lang wie geschworen zu haben, keinen Gewinn zu machen. Jeden Cent, den es einnahm, investierte es sofort wieder in Logistiknetzwerke, riesige Lagerhäuser, Technologie und Expansion. Da die Einnahmen kontinuierlich reinvestiert wurden, lag der Gewinn des Unternehmens auf dem Papier immer nahe Null oder wies sogar Verluste aus. Die Konkurrenten trauten ihren Augen nicht, denn sie standen vor einem Riesen, der bereit war, ohne Gewinn oder sogar mit Verlusten zu arbeiten, um Marktanteile zu erobern. Niedrige Preise lockten die Kunden an, die Kunden zogen die Verkäufer an und das berühmte Amazon-Ökosystem war geboren. Die Investoren erkannten eines: Dieses Unternehmen verkaufte nicht nur Bücher oder Kleidung, es schickte sich an, den weltweiten Handel der Zukunft im Alleingang zu beherrschen. Dieser Glaube verbreitete sich wie eine Welle und die Amazon-Aktien schossen durch die Decke. Infolgedessen wuchs auch das Vermögen des Gründers und der Partner um Milliarden Dollar. Der eigentliche Clou dabei ist: Dieses gigantische Vermögen entstand nicht aus den erwirtschafteten Gewinnen des Unternehmens, sondern aus den Zukunftserwartungen der Menschen. Die Investoren wollten diese zukünftige Vormachtstellung kaufen, was den heutigen Aktienwert explodieren ließ. Die großen Vermögen an der Spitze speisen sich also nicht aus dem Cashflow, der in die Unternehmenskasse fließt, sondern aus dem Glauben des Marktes an die Zukunft dieses Unternehmens. Selbst wenn das Unternehmen heute lächerliche Gewinne ausweist, kann es seine Eigentümer auf dem Papier zu den reichsten Menschen der Welt machen. Das Steuersystem schaut derweil in die Röhre und wartet auf den Tag, an dem diese Papiergewinne in die Realität umgesetzt, sprich verkauft werden. Doch dieser Tag kommt entweder viel zu spät oder dank der magischen Formeln der Finanzwelt fast nie. Genau aus diesem Grund lässt sich die Besteuerung der Reichen nicht einfach dadurch lösen, dass man auf Wahlkampfplätzen skandiert: Ich habe den Steuersatz von 30 auf 50% erhöht. Das Problem, vor dem wir stehen, ist nicht politischer, sondern rein struktureller Natur. Modernes Kapital ist extrem flüchtig. Es fließt wie Wasser durch Unternehmen, Börsen und Finanzinstrumente, die den Gesetzen immer 3 Schritte voraus sind. Je größer das Geld wird, desto mehr Werkzeuge stehen zur Verfügung, um zu steuern, wo und wann es als zu versteuerndes Einkommen auftaucht. Slogans klingen schön und moralisch richtig, doch wenn man sich in die Details vertieft, gleicht die Situation einer hochkomplexen Schachpartie. Grenzüberschreitendes Kapital und das Katz-und-Maus-Spiel. Zudem kam mit der Globalisierung ein Faktor ins Spiel, der die Spielregeln endgültig auf den Kopf gestellt hat. In der alten Welt war Reichtum ortsgebunden. Wenn man Land besaß, lag es in jenem Königreich. Hatte man eine Fabrik, stand sie in jener Stadt. Man konnte seine Fabrik nicht einfach auf den Rücken schnallen und in ein anderes Land flüchten. Doch ist das heute noch so? Riesige Konzerne agieren zeitgleich in hunderten Ländern. Sie verkaufen das Produkt in Deutschland, produzieren in Bangladesch, halten das Patent in Irland und weisen den Gewinn in jenem winzigen Inselstaat aus, in dem die Steuern am niedrigsten sind. Es entsteht ein absurdes Bild. Während die Aktivität, die das Geld einbringt und diesen Wert schöpft, innerhalb eines Landes stattfindet, taucht der Gewinn rechtlich gesehen auf einem völlig anderen Kontinent auf. Die Gesetze der Staaten sind national und haben Grenzen. Das Kapital hingegen ist grenzenlos und agiert global. Sobald das Geld schneller läuft als die Gesetze, verschiebt sich das Machtverhältnis am Tisch. Die Länder beginnen plötzlich miteinander zu konkurrieren, um diese riesigen Unternehmen und Investitionen auf ihr eigenes Territorium zu locken. Steuererleichterungen werden am laufenden Band verteilt. Die Debatte verlagert sich von „Wie viel Steuern sollen wir einziehen?" zu „Wo auf der Welt befindet sich dieser Reichtum rechtlich gesehen und wer hat überhaupt die Macht, ihn zu besteuern?"
Wir haben es also mit einem System zu tun, das präzise funktioniert und Schicht für Schicht aufgebaut ist. Zwischen Eigentum und Einkommen, zwischen wirtschaftlicher Aktivität und Besteuerung, zwischen dem Ort der Wertschöpfung und dem Ort des Bilanzausweises liegen riesige Diskrepanzen, und jede Schicht macht es den Staaten schwerer. Das ist keine geheime Weltverschwörung. Es ist die Natur des Systems, das im Laufe der Zeit unglaublich ausgeklügelt wurde. Das Unternehmen will Effizienz, der Investor sucht Rendite. Anwälte jagen nach rechtlichen Schlupflöchern und die Regierungen versuchen gleichzeitig, die Wirtschaft anzukurbeln und irgendwie Steuern einzutreiben. Ein reines Katz-und-Maus-Spiel. Das System stellt eine Regel auf und die Finanzwelt findet am nächsten Tag eine neue Formel, um diese Regel zu umgehen. Wie lautet die Lösung? Neue Ideen auf dem Tisch. Doch wenn uns die Geschichte eines gelehrt hat, dann, dass Gesellschaften letztendlich immer einen Weg finden werden, sich an dieses System anzupassen. Steuersysteme, die uns heute völlig normal erscheinen, waren einst revolutionäre, ja verrückte Ideen. Als die Einkommensteuer eingeführt wurde, war der Aufschrei groß. Als die Körperschaftssteuer kam, bebte die Erde. Die Kapitalertragssteuer wurde notgedrungen erfunden, weil die alten Systeme die neuen Formen des Reichtums nicht mehr erfassen konnten. Das bedeutet, dass es auch in der heutigen Welt an der Zeit ist, das System grundlegend zu aktualisieren. Tatsächlich werden in der Wirtschaftswelt derzeit einige vielversprechende Ideen ernsthaft diskutiert. Die erste besteht darin, dem geschickten Trick des steuerfreien Kreditaufnehmens durch das Hinterlegen von Aktien als Sicherheit einen Riegel vorzuschieben. Wenn Staaten eine strikte Obergrenze dafür festlegen, wie viele Aktien als Sicherheit für persönliche Ausgaben hinterlegt werden dürfen, bleiben den Reichen nur zwei Optionen. Entweder müssen sie Aktien verkaufen, um an Geld zu gelangen und damit regulär Steuern zahlen, oder sie müssen sich ein hohes Gehalt bzw. Dividenden auszahlen lassen, die ohnehin mit einem hohen Satz besteuert werden. Das Ziel ist es, das Geld aus dieser Grauzone ins Rampenlicht des Finanzamts zu rücken. Die zweite Idee betrifft die endlosen Investitionsausgaben der Großkonzerne. Dass kleine und mittlere Unternehmen ihre Gewinne reinvestieren, um zu wachsen und darauf keine Steuern zahlen, ist absolut sinnvoll und muss geschützt werden. Wenn ein Unternehmen jedoch so gigantisch wird, dass es einen Sektor im Alleingang dominiert, können wir die Regeln ändern. Das Recht von Megakonzernen, die eine bestimmte Marktanteils- oder Größenschwelle überschreiten, ihre Einnahmen endlos in Neuinvestitionen zu versenken, um den Gewinn zu drücken, könnte beschränkt werden. Ein Teil dieses Geldes könnte direkt besteuert werden. Das Ziel hierbei ist nicht, das Wachstum abzuwürgen oder Erfolg zu bestrafen. Es geht darum zu verhindern, dass ein oder zwei Firmen eine gesamte Branche verschlingen, den Markt über Jahrzehnte hinweg dominieren und einen steuerfreien Reichtum generieren, der rein auf ihrer Marktmacht basiert. Ein solcher Schritt würde den Wettbewerb ankurbeln und neuen Akteuren den Markteintritt ermöglichen. Wettbewerb bedeutet ausgewogenere Preise. Es bedeutet, dass Arbeitnehmer nicht an einen einzigen Giganten gefesselt sind, sondern flexibler den Arbeitsplatz wechseln können, was wiederum ihre Verhandlungsmacht stärkt. Die Natur der Macht und das institutionelle Design. Natürlich ist keine dieser Ideen ein Kinderspiel. Keine von ihnen wird die massive globale Ungleichheit wie von Zauberhand über Nacht beseitigen, aber sie führen uns vor Augen: Die Reichen zu besteuern bedeutet nicht, willkürlich eine Zahl aus dem Steuerbuch zu greifen und diese zu erhöhen. Es geht darum, Institutionen und Gesetze fundamental neu zu gestalten, angepasst an die sich ständig verändernde und evolvierende Natur des Reichtums. Und leider zeigt uns die Geschichte, dass diese Transformationen niemals reibungslos oder schnell vonstatten gehen. Denn Geld erzeugt, sobald es eine bestimmte Dimension erreicht, ein weiteres gefährliches Gut: Einfluss. Die römischen Eliten schrieben die Steuergesetze ihrer Zeit mit eigenen Händen. Die Adligen im Mittelalter drängten die Könige in die Ecke und erpressten Privilegien. Die heutigen Megakonzerne gestalten die Regeln durch Lobbyismus, politischen Druck oder den Einsatz ihrer wirtschaftlichen Machtmittel nach eigenen Vorstellungen. Dazu bedarf es keiner geheimen Verschwörungen. So funktioniert schlichtweg die Logik und die Mathematik der Macht. Geld erzeugt Macht. Macht schreibt die Regeln, und die Regeln schützen wiederum jenes System, das dieses Geld überhaupt erst hervorgebracht hat. Deshalb gilt, auch wenn der beliebte Slogan „Wir werden die Reichen besteuern" in jeder Wahlperiode moralisch absolut richtig und gerecht klingt, so war die eigentliche Kernfrage doch nie eine Frage der Moral. Die eigentliche Kernfrage ist die eines intelligenten, institutionellen Designs.
Denn Reichtum verharrt nicht im Stillstand, er häutet sich kontinuierlich. Und während er sich verändert, müssen sich Steuersysteme unweigerlich mit ihm weiterentwickeln. Wenn wir auf der Stelle treten, wird sich die Kluft jeden Tag weiter vergrößern. Und die staubigen Seiten der Geschichte flüstern uns eine sehr unmissverständliche Warnung zu. Wenn sich diese Kluft erst einmal zu weit geöffnet hat, zahlen Gesellschaften am Ende immer einen sehr hohen Preis dafür.